Hi und willkommen zu meinem Video. Ich bin Alina und wenn du Bücher genauso gerne magst wie ich, dann let's be friends. Okay, ich würde sagen, wir fangen sofort an mit diesem Video. Und zwar habe ich heute vor, meinen Juli-TBA auszuwählen. Und dafür werde ich mithilfe meines TBR-Jars kleine Prompts ziehen und dementsprechend Bücher aussuchen, die dazu passen. Und ich würde sagen, ohne weiter groß drum zu reden, werden wir einfach anfangen und den ersten Prompt ziehen. A non-romance book. Das ist natürlich der perfekte Prompt. Da freue ich mich sehr drauf. Und zwar lässt mir das unglaublich viel Spielraum. Ich kann mir quasi egal welches Buch aussuchen, außer ein Romance-Buch. Und ich würde sagen, ich schaue mal, was ich habe, wo ich richtig Lust drauf habe und zeige euch dann in einer Sekunde, welche Optionen wir zur Verfügung haben. So, ich habe mir 3 Bücher ausgesucht. Das erste davon wäre Never Lie von Freida McFadden. Da habe ich richtig Bock drauf. Freida McFadden ist normalerweise, also durch ihre Bücher fliege ich durch. Ich lese die innerhalb von einem Tag teilweise und ich bin jetzt kein so ein schneller Leser. Aber ich liebe ihre Bücher einfach so sehr. Sind super Palette Cleanser und kann ich auf jeden Fall super, super empfehlen. Also das wäre auf jeden Fall eine Option. Als zweite Option hätten wir Killer Instinct von Jennifer Lynn Barnes. Zweite Teil der Cold Case Academy Reihe oder ich glaube auf Englisch heißt sie The Naturals Reihe. Und da hätte ich auch sehr viel Lust drauf. Das erste Buch hat mir nicht ganz so gut gefallen. Das war trotzdem, ich würde sagen, es hat auf jeden Fall Potenzial gehabt, dass ich in der Reihe weiterlesen möchte. Aber es war halt nicht so der extreme Banger und hoffe, dass das zweite Buch dementsprechend besser wird. Und als dritte Option habe ich, und ja, ich weiß, ich bin wahrscheinlich die letzte Person auf diesem Planeten, die das Buch noch nicht gelesen hat, aber als dritte Option hätte ich Throne of Glass von Sarah J. Maas. Und da habe ich auch wirklich sehr viel Lust drauf, denn ich habe ACOTAR abgebrochen. Es war einfach nicht my cup of tea. Es tut mir leid, aber es war wirklich einfach nur langweilig. Irgendwie habe ich ein besseres Gefühl bei dem Buch. Und dementsprechend wäre das Nummer 3 als Option für ein Non-Romance-Book. Okay, what should we do? Let's see. Okay, also für den ersten Prompt, ein Non-Romance-Buch, habe ich mich entschieden für Never Lie von Freida McFadden. Einfach, weil ich sie liebe, weil ich ihre Bücher so feiere und mich dieses Buch 1000% aus einer Leseflaute rausholen wird, falls ich in eine fallen werde diesen Monat. Also mein erstes Buch für diesen Monat ist Never Lie von Freida McFadden. So, dann würde ich sagen, machen wir sofort mit dem zweiten Buch weiter. Tier auf dem Cover. Da fällt mir jetzt spontan nicht so viel ein. Aber ich schau mal, was ich zur Verfügung habe. Okay, ich habe mir 3 Optionen rausgesucht. Und als erstes, ich weiß, ich habe es noch nicht gelesen. I know. Und zwar habe ich als erste Option rausgesucht Part of Your World von Abby Jimenez. Ich habe tatsächlich noch nichts von Abby Jimenez gelesen, aber nur Gutes gehört und bin deswegen auch super gespannt. Als zweite Option habe ich rausgesucht Leather and Lark von Brynne Weaver. Butcher and Blackbird hat mir richtig, richtig gut gefallen. Über Leather and Lark habe ich schon einiges gehört, allerdings nicht ganz so gute Meinungen wie zu Butcher and Blackbird. Aber ich freue mich so sehr auf dieses Buch, einfach weil das, was wir im ersten Buch über Lachlan gehört haben oder erfahren haben, hat mich irgendwie schon ein bisschen gereizt und mir Freude auf dieses Buch auf jeden Fall gemacht. Und dementsprechend habe ich das als zweite Option rausgesucht. Und als dritte Option habe ich ausgesucht Ruthless Creatures von J.T. Geisinger. Ich weiß nicht, wie man es auf Englisch ausspricht. Auf jeden Fall ist das Buch Option Nummer 3. Es ist Dark Romance, ist der erste Teil der Reihe und ich hätte wirklich eigentlich richtig Bock auf Dark Romance, weil ich schon wirklich lange keinen Dark Romance mehr gelesen habe und dementsprechend würde ich mich auch freuen, wenn ich dazu greifen würde.
Okay, ich habe meine Entscheidung getroffen und ich habe mich entschieden für Part of Your World von Abby Jimenez, einfach weil ich super gespannt bin, ob der Hype um Abby Jimenez gerechtfertigt ist. So, dann machen wir auch schon weiter mit dem dritten Prompt. Das geht ja heute hier ratzfatz. Zahlengenerator. Das ist natürlich mal eine spannende Sache. Dazu werde ich mal kurz mein Handy holen und eine Zahl generieren. Und dann werde ich von oben nach unten, von links nach rechts durchzählen und das Buch wählen, auf das die Zahl gefallen ist. So, ich weiß natürlich jetzt nicht ganz genau, wie viele Bücher ich auf meinem TBA habe, aber um sicher zu gehen, würde ich sagen, gebe ich jetzt einfach mal 100 ein und notfalls zähle ich einfach doppelt durch. 38. Okay, ich würde sagen, wir zählen mal bis 38. Und Nummer 38 war Remarkably Bright Creatures von Shelby Van Pelt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe leider keine Lust auf das Buch, aber ich werde es trotzdem auf mein TBA mitnehmen. Vielleicht kommt die Lust ja noch. Ich habe wirklich Gutes über das Buch gehört. Es ist Literary Fiction, nicht mein Favorite-Genre, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde dem Buch eine Chance geben und dementsprechend ist mein drittes Buch für diesen Monat Remarkably Bright Creatures von Shelby Van Pelt. Buch Nummer 4. Leute, ich habe es mir so gewünscht, dass dieser Prompt kommt. Einfach nur, damit mein süßer kleiner Schnuckelmops auch in dem Video vorkommt. Ich werde ihn mal gerade holen. Er liegt hier schon. Und ein paar Treats. Dann suche ich mir 2 Bücher raus, auf die ich Bock habe. Und dann werde ich Gunnar aussuchen lassen, welches Buch ich für diesen Prompt nehmen werde. So, ich habe den Special Guest mal hierher geholt. Meinen kleinen Hundeboy. Möchtest du was sagen? Okay, er will die Treats haben. Also ich habe mir 2 Bücher ausgesucht. Habe einen Treat jeweils, also ein Leckerli auf das Buch jeweils gelegt und ich werde Gunnar jetzt dann aussuchen lassen, welches Buch ich für diesen Monat auswählen soll. Okay. Oh yes! Wild and Wrangled it is. Super, das 4. Buch ist somit Wild and Wrangled von Lila Sage. Vielen Dank, Gunnar. Ich freue mich sehr. Ich habe wirklich insgeheim gehofft, dass er dieses Buch auswählen wird, weil ich einfach die Reihe bisher so geliebt habe. Okay, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Hilfe, Gunnar. Du bist der süßeste Hundemops auf der ganzen Welt. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Buch. So, und damit sind wir auch schon beim 5. Buch angekommen. Und ich würde sagen, let's go. Tims Pick. Tim ist mein Mann und ich werde mal gerade befragen gehen, welches Buch ich auswählen soll. So, Tim hat sich entschieden für Scythe von Neal Shusterman. Es gibt diese Scythe, die quasi dafür bestimmt wurden, zu entscheiden, wer stirbt und wer nicht stirbt. Und ich finde, das klingt einfach super spannend und ich freue mich super, super auf das Buch. Und dann kommen wir auch schon zu Buch Nummer 6. One Word Title. Ich weiß nicht, kann man es lesen? Ja, One Word Title. Ich habe mich jetzt für 2 Bücher entschieden. Das erste davon wäre Hooked von Emily McIntyre und das zweite Buch wäre Phantasma von Kaylee Smith. Und ich glaube, ich muss nicht lange überlegen. Es wird Phantasma von Kaylee Smith. So, und dann kommen wir auch schon zum 7. und zum letzten Prompt. A book with orange on the cover. Mal schauen, was ich da so habe. So, ich habe jetzt mal die Bücher rausgesucht, die orange auf dem Cover haben. Und ich habe tatsächlich nur 2 Stück gefunden, die wirklich darauf zutreffen. Und zwar wäre das zum einen Where the Crawdads Sing von Delia Owens oder Das Dinner von Emily Rudolph. Und ich glaube, auch hier fällt mir die Entscheidung wirklich leicht, denn ich habe richtig Bock auf Das Dinner von Emily Rudolph. Auch wenn ich bisher schon gehört habe, dass es gar nicht so gut sein soll, aber ich würde mir meine eigene Meinung trotzdem gerne bilden. Also würde ich sagen, ist mein 7. und letztes Buch für diesen Monat Das Dinner von Emily Rudolph. So, ich würde sagen, zum Abschluss gehen wir nochmal alle Bücher einzeln durch. Für den ersten Prompt, A Non-Romance Book, habe ich mich entschieden für
Never Lie von Frida McFadden. Der zweite Prompt war Zahlengenerator und ich hatte die Nummer 38 und habe mir damit ausgesucht Remarkably Bright Creatures von Shelby Van Pelt. Als drittes hatte ich ein Tier auf dem Cover und habe mich entschieden für Part of Your World von Abby Jimenez. Als viertes hat sich mein süßer kleiner Schnuckelbär entschieden. Und es ist geworden Wild and Wrangled von Lila Sage und ich freue mich so extrem auf dieses Buch. Als fünftes durfte mein Mann mir ein Buch aussuchen und er hat sich entschieden für Scythe von Neil Shusterman und auch hier freue ich mich ungemein auf das Buch. Als sechstes hatte ich ein One-Word-Title und habe mich entschieden für Phantasma von Kaylee Smith. Und als siebtes hatte ich ein Buch mit Orange auf dem Cover und da habe ich mich entschieden für Das Dinner von Emily Rudolph. Ja, also ich bin auf jeden Fall super zufrieden mit meinem TBR. Es ist eine bunte Mischung. Wir haben Romance, wir haben Thriller, wir haben Literary Fiction, wir haben Fantasy. Es könnte nicht besser sein. Ich glaube wirklich kaum, dass ich im Juli jetzt in eine Leseflaute fallen werde mit so viel Abwechslung. Und ich würde sagen, damit kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Falls ihr bis jetzt dran geblieben seid, würde mich super freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst oder vielleicht sogar einen Kommentar. Ansonsten, ich wünsche euch einen super schönen restlichen Abend und ich hoffe, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dann!